Hallo und herzlich willkommen. Ich bin der Nico von den Autolackaffen und wir waren für euch bei Sonax zu Gast und haben massig Videomaterial mitgebracht. Weil es so viel dort zu sehen gibt, haben wir den Besuch auf die nächsten Folgen aufgeteilt. Was erwartet euch? Eine Führung durch die heiligen Hallen und die Produktion bei Europas großem Fahrzeugpflegehersteller. Wir fühlen dem Chefchemiker und Entwicklungsleiter von Sonax auf den Zahn, haben interessante Fakten und Infos über das Unternehmen direkt von der Geschäftsführung mitgebracht und besprechen einige ausgewählte Produkte der Marke mit der Abteilung Anwendungstechnik. Und damit wollen wir gleich starten. Ja, mein Name ist Tobias Grahl, ich arbeite bei Sonax. Seit 2004 habe ich den Lehrgang angefangen, war erst im Qualitätswesen und bin jetzt in der Entwicklung tätig, Näheres sogar in der Anwendungstechnik. Wir fangen gleich mal mit einem spannenden Problem an, Kratzer auf der Tachoscheibe. Der Kratzerentferner Nano. Tobias? Also grundsätzlich, ich nehme halt ziemlich gerne das Poliervlies her, weil ich es mir um den Finger wickeln kann. Und auch zum Polieren eigentlich ziemlich gut ist, weil, sagen wir so, ein Schwamm hat immer den Nachteil, man hat eine Knautschzone, wo man die Kraft verliert. Kann Vorteile, kann Nachteile haben, aber wenn ich sage, ich brauche relativ viel Kraft punktuell, hat man halt beim Vlies wirklich keine so eine Knautschzone. Ich brauche auch nicht viel Produkt, ich würde es auch gar nicht so viel hernehmen, weil eben die Gefahr im Innenraum, gerade an der Tachoscheibe, dass man halt da ausrutscht, dann ist man sofort im Kunststoff. Und das sollte man sowieso sofort wegmachen, weil wenn ich Schleifmittel in den Kunststoff reintreibe, kriegt man es halt schlecht weg. Gerade bei Cabrio zum Beispiel, die Rückscheibe, die ja meistens aus Weichkunststoff ist, sehr biegsam, die leidet auch extrem, dafür ist das Produkt auch da. Könnte man theoretisch auch maschinell hernehmen. Also wer die Möglichkeit hat, an so einer Kunststoffscheibe beim Cabrio, kann das gerne auch auf die Maschine draufknallen. Wie gesagt, das Produkt ist für Kratzer, empfindliche Oberflächen schon geeignet. Wie wir sehen können, ein beeindruckendes Ergebnis. Rasanter Themensprung. Warum benutzt Sonax Aerosolflaschen? Ich kann auch mit dem Aerosol, das ist eigentlich der Vorteil vom Aerosol, ich kann unheimlich gut dosieren. Das ist schon immer der Vorteil von Aerosol gewesen. Grundsätzlich ist es so, die Schaumapplikation hat natürlich den Vorteil, dass ich es schöner verteilen kann, grundsätzlich, aber gebe ich dir recht, der Schaum soll natürlich irgendwann zusammenbrechen und dann reibe ich den Schaum natürlich auf der Oberfläche und verteile ihn nochmal ordentlich und reibe ihn nochmal rein. Da gebe ich dir natürlich schon recht. Aber grundsätzlich, der Vorteil vom Aerosol ist eigentlich das Aussprühen und die Dosierbarkeit und das Zielgerichtet. Ich kann genau das Sprühbild bestimmen, ich kann genau den Ort bestimmen und es ist wesentlich convenient. Das ist eigentlich der Sinn des Aerosols. Es ändert nichts daran, dass auch eine Pumpvariante nicht genauso funktioniert, ganz klar. Aber grundsätzlich, der Schaum soll zusammenbrechen. Im ersten Moment, wenn er kann er eventuell störend wirken, aber wie gesagt, man muss gucken, dass er dann zusammenbricht mit dem feuchten Lappen, dann verteile ich das und dann erst dann wirken an mit dem Rubbeln natürlich, mit den Fasern, sorge ich dafür, dass die Tenside natürlich den Schmutz mit anlösen. Die Dosierbarkeit und die Einfachheit der Anwendung ist beim Aerosol einfach umgeschlagen. Das gucken wir uns doch mal an. Es ist nichts anders. Es ist nichts anders. Die Felge ist natürlich jetzt nicht so dreckig. Ich würde jetzt mal behaupten, dass man mit der Trigger-Applikation, weil da ist halt wirklich 500 ml drin und hier reden wir von 400 ml plus Treibgas, gehe ich davon aus, dass man mit dem Trigger mit 500 ml auf jeden Fall mehr Felgenreiniger, also mehr Felgen schafft. Also das schon, ja. Man muss natürlich immer fairerweise dazu sagen, mechanische Reinigung overall, wirklich, hilft immer mehr, als bevor ich nur mit dem Reiniger hingehe. Ob das Felge ist, Insekten, ist scheißegal. Autowäsche ist genau dasselbe Thema. Es wird nie, also wenn ich das Auto nur abkerche zum Beispiel, wird niemals den Schaum ersetzen, den ich manuell nochmal drüber wische, um diesen statischen Schmutz nochmal anzulösen. Okay, wenn wir jetzt schon mal die Felge sauber haben, was habt ihr zur Felgenversiegelung? Ja, also wie gesagt, wir haben zwei Felgenversiegelungen. Das eine ist die Extrem-Variante, die eine ist relativ neu. Wir haben mal versucht, mit dieser neuen Felgenversiegelung was anderes mal auszuprobieren. Die hier, der wird die Felge eingesprüht, entweder ich spüle direkt auf die Felge oder aufs Poliervlies. Ich muss es verteilen, ich muss es einmassieren und muss auch den Überstand, ganz wichtig, muss ich abtragen. Auch hier muss die Felge trocken sein. Wichtig, trocken. Wenn es mir passiert, weil da auch Lösemittel enthalten sind und ich sprühe es hier auf die Felge drauf und mir saust noch irgendwo Wasser raus, weil das einfach Lösemittel druckt Wasser raus aus den letzten Ritzen, dann nehme ich ein Tuch und wische nach. Auf jeden Fall darf das Wasser nicht mit dem abreagieren. Das hinterlässt sonst Flecken, muss man dann wieder mit dem anlösen, geht weg. Das ist jetzt nicht das Thema, aber wie gesagt, es muss trocken sein. Hier muss es auch trocken sein. Unterschied ist, hier muss es per Hand eben einmassiert werden, abpoliert werden. Der Unterschied hier ist, hier wird es nur aufgespült und stehen gelassen.
So, was ist Vorteil, Nachteil? Die hier härtet aus mit der Zeit. Die braucht auch eine gewisse Zeit, aber die härtet aus. Ich habe dann eine Schicht aufgebaut, ähnlich wie eine Versiegelung auf dem Lack. Die ist ausgehärtet, fertig. Die hier baut einen Film auf. Wir sprechen hier von einem Art superhydrophoben Film. Der, wenn da ist, hat eine gute Wiederanschmutzung, hat einen guten Wiederanschmutzungsschutz. Das Problem an dem Film, er ist nicht mechanisch stabil. Das klingt im ersten Moment verrückt, aber ist tatsächlich nicht mechanisch stabil. Das heißt, in dem Moment, wenn ich das aufsprühe und gehe mit dem Finger über die Stelle drüber, ist dort die Felgenversiegelung zerstört und weg. Es verhindert die Anhaftung von Schmutz, ist aber theoretisch bei der nächsten Waschanlage mit einer Räderwäsche drunten. Muss ich halt die Felge trocken machen, ich sprühe es nur ein und bin aber dann fertig. Das ist einmal der große Vorteil, hat einen Nachteil. Wir beobachten, wie nimmt es der Markt an, muss man ganz klar sagen. Also wer sagen will, nee komm, ich möchte lieber was Dauerhaftes haben, wo ich nicht so oft und so viel nacharbeiten muss und wo mir auch, sag ich mal, der Umstand, dass ich da runter muss an die Felge und da rumhantieren muss, dann nehme ich das da. Wenn ich sage, die Felge ist trocken und ich möchte einfach mal kurz versiegeln und will, dass die nicht mehr so schnell dreckig wird, benutzt das da. Wie ist die Standzeit bei den beiden Produkten? Weigern wir uns, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es einfach unterschiedlich ist. Die Fahrweise, was wir auch beobachten, dass es auch von den Felgen abhängig ist. Man beobachtet tatsächlich, manche Fahrzeuge haben nicht solche argen Probleme auf ihren Felgen, dass die so stark verschmutzt sind, andere wiederum schon. Da tun wir uns auch hart und da wollen wir das auch nicht. Also mit Zahlen zu jonglieren, das ist immer recht abenteuerlich. Wenn ich jetzt da reinsprühe, da sieht man schon, dann druckt das Wasser raus. Ich muss halt dann nur gucken, dass es trocken ist. Auch übrigens hier wieder Poliervlies vielleicht zu erwähnen. Das Poliervlies ist nicht so saugfähig wie das Mikrofaser. Mit dem Mikrofaser nehme ich schon wieder zu viel weg im ersten Schritt. Das dient mir jetzt erstmal nur zum Einmassieren und zum Verteilen. Und hier auch am Produkt nicht geizen. Es soll schon sein, der Film kann dick drauf sein, der dünnt sich halt selbstständig aus, die Lösemittel verdampfen und dann bildet sich eben eine superhydrophobe Schicht. Und die ist auch relativ dick, aber eben nicht mechanisch stabil. Zurück zum Hauptthema, Aerosolflaschen. Wie sieht es aus mit dem Arbeitsschutz wegen der Gase? Es ist so, es gibt in der Regel bei uns zwei verschiedene Sorten von Treibgas. Das eine ist das CO2, was total unbedenklich ist, und das andere ist das Propanbutan, das ist halt hochentzündlich. Es ist jetzt ich sag mal so, in einem Innenraum so viel Propanbutan zu versprühen, damit du das erstmal spürst und merkst, da müsstest du schon sehr viele Dosen in die Hand nehmen und versprühen. Da spielt schon mehr dann auch der Wirkstoff eine Rolle, den du versprühst. Also gesundheitstechnisch haben wir keine Bedenken. Wir haben eine Gefahrstoffverteilung, die sich darum kümmert. Wie gesagt, das Propanbutan und das CO2 ist das gängige Treibmittel. Sehen wir jetzt keine Bedenken, bis auf das, dass Propanbutan eben brennend entzündlich ist. Und CO2 ist absolut ungefährlich. Wie gesagt, da spielt dann schon mehr der Wirkstoff, den man versprüht, schon eine höhere Rolle. Ja. Aber auch von der Tröpfchengröße muss man dazu sagen, auch beim Aerosol versprüht man ja feinen Nebel. Auch die Tröpfchengröße ist insoweit derzeit, Stand heute, unbedenklich. Man sagt ja immer, dieses Lungengängige, Lungenbläschengängige und so ist derzeit wirklich eingestuft, zumindest Stand heute unbedenklich. Was in 20 Jahren ist, weiß man nicht. Aber wie gesagt, ich sehe da keine Probleme. Gesundheitlich also völlig unbedenklich. Am Ende muss halt jeder selbst entscheiden, ob er gerne mit Aerosolflaschen arbeitet oder eben nicht. Das war der erste Teil der Produktvorführung. In der nächsten Folge nehmen wir euch mit zu Dr. Pitsch, dem Entwicklungsleiter und Chefchemiker von Sonax, zeigen euch das große und spannende Testlabor und ihr werdet auch erfahren, was es mit primären und sekundären Schleifkörnern auf sich hat und warum da ein Zuckerwürfel eine Rolle spielt. Zu den Produkten kommen wir in einer weiteren Folge nochmal, da geht es dann um die Profiline. Wir wünschen euch viel Spaß bei den Folgen. Bleibt sauber, eure Autolack.